Zu einem Hauptwerk in unserer Sammlung und ein Meisterwerk der konkreten Kunst zählt dieser Rockefeller Dining Room, den wir im Museumhaus konstruktiv dauerhaft zeigen. Der Rockefeller Dining Room wurde vom schweizerisch-amerikanischen Künstler Fritz Glarner gestaltet, 1963 konzipiert und 1964 umgesetzt. Die Auftraggeber war das Ehepaar Nelson A. Rockefeller in New York, wohnhaft in New York Plaza, und für diese Räumlichkeiten ist dieser Raum hier entstanden. Fritz Glarner hatte ursprünglich die Idee, nur ein Wandbild zu gestalten und ist aber schnell von dieser Idee weitergegangen, um sozusagen ein All-Over-Raum, ein Gesamtkunstwerk zu konzipieren. Und dieser Dining Room ist wirklich einzigartig weltweit, weil er besteht sozusagen aus Malereien, die sowohl die Wandpaneele bilden als auch die Deckenpaneele. Und diese zusammengesetzte Konstrukt gibt es sonst nirgends auf der Welt. Es ist wirklich konzipiert worden für exakt diesen Auftraggeber und für exakt diese Räumlichkeiten in New York. Fritz Glarner hat dann dafür zunächst Modelle geschaffen und Skizzen entwickelt und hat es dann umsetzen können nach seinem Prinzip, das für ihn steht. Das ist dieses Prinzip des Relational Paintings. Das Prinzip des Relational Painting kann man beispielsweise hier sehr gut erklären. Fritz Glarner hat seine Malereien und Kompositionen immer in Form von einem Rechteck aufgebaut. Also jede dieser Formen hier hat sozusagen in sich ein Rechteck. Jedes dieser Rechtecke hat eine Diagonale, die mal mehr winkelig, mal weniger winkelig aufgebaut ist. Und dann ist für ihn das Prinzip von Relational Painting eines, das aus der Relation zwischen Farben und Formen besteht. Und er verwendet bei den Farben eigentlich immer die Primärfarben Rot, Blau, Gelb und die Farben Weiß, Schwarz und Grau. Und interessant bei Glarner ist auch, dass der Farbauftrag sozusagen einer ist, wo man die Pinselführung sieht. Also ein sehr lyrischer Farbauftrag, wenn man so will, der natürlich auch zur Folge hat, dass wenn das Licht seitlich einfällt, man die komplette Struktur der Malerei erkennt. Und für diese spezielle Komposition des Rockefeller Dining Rooms ist es eben noch wichtig, dass man auch merkt, dass die Idee, dass man in diesem Raum sitzt, das war für Glarner eine wichtige Idee, weil er hat sozusagen seine Muster, seine Kompositionsgebung nach dieser Sitzhöhe unter anderem auch ausgerichtet. Als ich das Museumhaus konstruktiv übernommen habe, haben wir eigentlich relativ schnell bemerkt, dass der Rockefeller Dining Room nur als Dining Room verstehbar ist, wenn er auch als Dining Room möbliert ist. Das war damals eine Erkenntnis, wo wir gesagt haben, wir müssen versuchen, das für den Besucher sichtbar zu machen. Und nachdem ja die ursprüngliche Einrichtung des Rockefeller Dining Rooms vom Ehepaar Nelson bestimmt war und nicht von Fritz Glarner gestaltet wurde, haben wir mit Alfredo Häberle, einen Schweizer Designer, als Partner gewonnen, der mit uns gemeinsam ein Dining Room in Bezug auf Fritz Glarners Arbeit konzipiert hat. Und für die Möblierung dieses Dining Rooms hat Alfredo Häberle zum einen sehr langen Tisch konzipiert und dabei war wichtig, dass dieser Tisch die Malerei sozusagen als Spiegelung aufgreifen kann. Das war ein wichtiger Aspekt. Der zweite Aspekt war, dass wir wie in der Originalausstattung seinerzeit in New York, dass man auch die Vorhänge wieder in diesen Dining Room mit einkonzipiert, dass es auch wirklich Vorhänge sind und nicht nur Blinds. Und ein drittes wichtiges Element war sozusagen das Licht, das wir hier gestaltet haben als dimmbares Licht, wo man also auch wirklich so die verschiedenen Dining-Situationen konzipieren konnte. Das Ganze auf einen Teppich platziert, um auch wirklich diesen Charakter des Nutzungsraums wieder zum Ausdruck zu bringen. Und gleichzeitig hat Alfredo Häberle sich auch sozusagen etwas zurückgehalten. Er hat farblich den Grauton gewählt, um in keine Konkurrenz zu der Dining Room Gestaltung von Glarner zu treten. Und ich glaube, dass das hier in diesem Falle auch sehr gut gelungen ist.